100 Jahre einen Beruf gekriegt zum Arbeitsdienst. Da war ich gerade 16 Jahre. Und die schaufeln auch so ein und da rollt der Schotter im Hoch. Heilige Maria und Heiliger Josef. Und das war Rosenkranz, ein Teil drauf. Und die nehmen Schauer, dann sage ich, den steche ich jetzt ein. Den nehme ich mit als meine Schätze. Und dann seien sie nach Monte Cassino gekommen. Ja, ein Gott. Jänner 44. Das war es um das Monte Cassino. Das ist so rundherum. Monte Cassino selber ist ja schon total auf dem Boden gewesen. Komm mal her, komm her. Es kommen von der Front und die sind ein paar Verwundete oben. Da schreien, wo wolltest du denn hin hier? Geht's nicht, da kommt keiner mehr zurück. Ja, die sind weitergefahren. Und dann ist ja alles auf, weiter. Wenn die erzählen, die kommen mir vor, ich bin gerade dabei. Und wie geht es Ihnen dann, wenn Sie das in der Zeitung lesen oder im Fernsehen? Nein, die armen Teufel. Sind die armen, die Zivilen, die Frauen, die Kinder, alle müssen leiden. Alle müssen. Und warum? Weil es manche nicht. Und nicht nur mit Gewalt. Mein Gott. Danke. Für die großartige Unterstützung bei unserem Friedensprojekt. Lebensweisheiten von 100-Jährigen. Diese mittlerweile internationale Zeitzeugen-Interviews sind Nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Wir machen diese Interviews neben unserer normalen Arbeit, neben meiner Arbeit als Krankenpfleger. Das heißt, wenn du unsere Interviews als wertvoll empfindest und uns unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Danke. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Ja, Ja, 100 Jahre 100 Jahre. und 4 Monate mehr. 4 Monate mehr wie 100. 4 Monate schon drauf. Ja, Am 1. Oktober 1925 25, genau. sind sie auf die Welt gekommen. Ja. Und darf ich fragen, wie jung Sie sein? Ich bin 86 und nur ein paar Monate. 1939 sind Sie auf die 1939, ja. Ja, 15. April 39. ja, ja. Und Sie beide kennen sich schon wie lange? 69 Jahre. Seien schon verheiratet bald? Ja, ja, Seit 1958. ja, ja. Und Sie haben gesagt, 1925 sind Sie damals auf die Welt gekommen. Ja, Wie war das damals so, in der Zeit so aufzuwachsen, 1925? für mich war es gut, das Geschäft, was er kauft, war gegenüber der Straße. Die Kirche war da rechts, also nur ein paar Meter. Und hinter mir war die Schule. Also direkt im Ort gleich. Viel
vielen anderen waren wir neidisch. Weil das war ja 1925, da war ja die Zeit der ersten Republik in Österreich. Ja. Politisch ist damals überhaupt nicht geredet worden. Überhaupt nicht. Hat da jeder mit sich selber zu tun gehabt. Von den Bauern, was waren. War mehr als die Hälfte, waren nur Ziegen. Bauern. Größere Bauern hat es überhaupt nicht gegeben. 2, 3 und die hatten, wenn sie 20 Stück gehabt haben, dann war schon ein ganz großer Bauer. Haben Sie genügend zum Essen gehabt in Ihrer Kindheit oder haben Sie auch oft Hunger gehabt, so wie viele andere? Hunger haben wir nie gehabt. Wir haben, so viel haben wir schon gehabt, dass wir genug zum Essen. Wir haben nur 3 Kühe gehabt, 2 Ziegen und 2 Schweine und ca. 10 Hühner. Das war unsere Bauernwirtschaft. Und die Felder, die waren so weit, dass dann dort ein kleiner Stich, da ein kleiner Stich. Das weiteste Stück war 2 Kilometer entfernt. Und kein Fahrrad damals, alles nur per Fuß. Und die Mutter, wenn sie was gekocht hat, in der Schürze nach Hause getragen. Und wie war das dann, wie 1938 in Österreich der Hitler gekommen ist? Wie haben Sie das erlebt? Da waren es 12,5 Jahre circa. Ja, zuerst wusste man ja nicht, was das Ganze bedeutet. Und die haben ja ganz große Propaganda gemacht. Oh, denen geht so gut in Deutschland, das geht. Ne? Ja. Bei uns, wir kleine Bauern, waren nicht so hakel, da sind andere Urlaub gefahren, umsonst. Daher, ja. Was war das für Propaganda, was Sie gerade angesprochen haben? Wie hat die Propaganda ausgeschaut? Ja. Meistens haben sie so die jungen Buben hergenommen, marschieren, lernen und herum. Und ich weiß nicht, ich war da noch zu jung, das zu begreifen. Mein Vater hat gesagt, das gefällt mir nicht recht. Wenn das nicht Krieg wird, jetzt sind das nicht einmal 20 Jahre, jetzt fangen sie schon wieder an zu politisieren. Er war nicht dafür, weil er Kriegsinvalide war. Ne? Und er wurde immer ein paar Mal im Jahr nach Tirol geholt, um zur Krankenuntersuchung. Da wurden sie immer Medikamente ausprobiert, weil er hat damals in den Kriegsjahren, in letzter Zeit, wie in Italien ein Krieg ausgebrochen ist. Vorher war er in Russland. Und noch vor Russlandkrieg war er auch in Jugoslawien. Und die hatten damals 3 Jahre gewiss. Und da war der Mord, was sie den Kaiser gemacht haben in Jugoslawien. Und da musste er als Österreicher unten ein paar Monate
in den Ding. Und dann ist der Krieg ausgebrochen mit Russland und da musste von Jugoslawien nach Russland im Ersten Weltkrieg. Ich war ja damals noch nicht auf der Welt. Ich bin erst dann 25 auf die Welt gekommen. Weil Sie haben ja gerade gesagt, der Vater war 1800, Geboren. genau 1888. 1888. Ja. Er war bei nie einer Partei. Und ich habe das auch gesehen, dass das nicht das Richtige ist, so parteiisch zu sein. Ja. Wie haben Sie denn das erlebt, als am 1. September 1939 da der Zweite Weltkrieg angefangen hat, als Deutschland Polen überfallen hat? Wie haben Sie denn das damals so mitgekriegt? Ja, da sind sie mit die Wehrmacht, wo die herkommen, davon durchgefahren als Propaganda. Warum das, was für einen Sinn gehabt hat er keiner Ahnung gehabt. Haben Sie da ein bisschen was mitgekriegt? Haben Sie so einen Volksempfänger gehabt? Haben Sie sowas gehabt im Haus? Im So einen Haus haben wir keine Volksempfänger. Mann, da haben sie schon gehabt, den kleinen Volksempfänger. Aber mein Vater hat gesagt, das ist ja so eine Lumperei. So hat er gesagt, das brauchen wir nicht sehen. So haben wir kein Radio angeschaut. Die Besseren haben schon Radio gekriegt. Ja. Aber Sie haben dann gewusst, dass der Krieg schon ausgebrochen hat. Das haben Sie dann schon gewusst. Ja, das habe ich schon gewusst. Mein Vater war dann sind sie mit den Sparkassen gekommen. So eine rote Sparkasse. Das Herr Haukeligkeit drauf. Da sagt er, ich gebe schon ein Opfer, aber das soll für im Falle des Krieges, soll das den Verwundeten zu kommen. Ja, freilich. Inwiefern hat es damals so Meinungsfreiheit gegeben? Ja. Meinungsfreiheit. Ja, mein Vater, der hat sich zurückgehalten auf dem Gebiet. Da war er nicht. Er war nicht so. Er hat vom Krieg genug, weil sie ausgefragt haben, da ist er regelrecht zornig geworden, weil sie da so fanatisch waren. Und so ist es da gegangen. Ich bin dann war ich ja Lehrling geworden in Kretschach. Ja, die haben mich sofort genommen. 3 Jahre war Lernzeit. Und nach 2 Jahren einen Beruf gekriegt zum Arbeitsdienst. Da war ich gerade 2 Jahre gelernt. Dann hat der Chef, mein Chef von der Wagerei, der Meister, gesagt, was, wir nehmen Sie da den Puppen weg. Sag ich, ich brauche ihn ja. Wir brauchen Soldaten. Und das hat ja schon ein bisschen, mein Chef war, der hat auch nichts wissen wollen, aber hat müssen still sein mit dem ganzen Zeug. Und die haben gehen müssen 16 Jahre. Also zuerst einmal zum Arbeitsdienst 3 Monate schon arbeiten haben müssen, den Schützengräben ausheben. Das war schon
neben der Burgen, das war in der Steiermark irgendwo. Und wir haben schon müssen marschieren in der Früh außen zur Arbeit, Gräben ausheben, so zickzack, also die Splittergräben. Und ich gesagt, die sind auch schon in Afrika gelandet. Zu der Zeit, Ja. 1982. Und dann haben wir jede Woche eine neue Spritze gekriegt. Ja, für was das ist, ja, wegen, damit man wieder nach Afrika eingesetzt werden, wenn wir Soldaten, damit wir die Temperatur überstehen können. Und ich kann mich erinnern, da sagt einer zu mir, ich gehe nicht zur Impfung, ich gehe nicht. Sag, wir müssen das machen. Sagt er, ja, du warst wohl für den Chef, der hat Ziegen daheim. Und sagt er, da müssen wir, wir haben es freiwillig gemeldet, die Hütte für die Ziegen fertig machen. Und der hat mit einem Spieß von einem Holz aber Rätsel aufgemacht. Sozusagen, ich bin schon gerätzt, schon fertig. So sind wir durchgerutscht, Breien am See. Und bei sind Mann, sind bei den Antreten, an die Schwelle waren sie durchgefallen, durch die Spritzen. Und sie können sich hinlegen, dass sie wieder zurechtkommen sind. Das war die. In welchem Jahr seien Sie zum Arbeitsdienst gekommen? Wie alt waren Sie da? Wie alt? Da war ich gerade 16 Jahre alt. Und dann, wenn ich da von der Arbeitsdienst zurückgekommen bin, wenn der Heimat vorbei war, das war gerade zu Ostern. Und Dann haben Sie 8 Tage lang daheim bleiben können. 8 Tage lang. Genau. Ja. Und dann habe ich einberufen gekriegt zum Gebirgsjäger nach Klagenfurt. Da haben Sie mir letztes Mal gesagt, da haben Sie noch das originale Edelweiß haben Sie noch. Ja, haben wir Ja, wollen wir vielleicht das kurz holen? Wollen Sie vielleicht das kurz holen? Das haben wir 8 Tage. Gerade in Klagenfurt bei der Wehrmacht gewesen. Das sind die ersten Flugzeuge, vielleicht, ich weiß nicht wann, 8 oder 10 Flugzeuge, Bomber, Träger geflogen und haben das erste Mal Klagenfurt bombardiert. Und da waren einige Häuser kaputt. Und wir mussten dann als Soldaten, als Junge, mussten den Weg, die Straße frei schaufeln und die Verwundeten unter die Krankenhäuser bringen. Und wir gerade die Straße frei gemacht haben und wir haben mit dem Schubkarren und die Schaufel eingeschaufelt und die Schaufel auch so ein, den Schotter und da rollt der Schotter über hoch. Das ist das. Was heute ist das? Schotter runtergefahren. Ich hab schon Heilige Maria und Heiliger Josef. Und das war
Rosenkranz, ein Teil drauf. Und die nehmen Schau so, dann sage ich, den stecke ich jetzt ein. Den nehme ich mit als meine Schätze. Den haben sie die ganze Zeit mitgehabt. Das ist das Zeichen, was wir auf der Kappe haben, meine Mütze. Das Edelweiß für Gebirgsjäger. Ja. Und da hat der Kamerad ihnen irgendwas gesagt, dass das eigentlich weghauen sollen. Ja, da sagt, geh, Meister Becker, sagt, nein, stecke ich ein. Sagt er, was denn, wenn wir jetzt auf die Fahrt kommen, auf die Ding, und die trifft einen Splitter am Körper und erwischt den, vielleicht den Körper mit in den Beinen, dann bin ich wenigstens schneller tot. Ja. Ich sehe mich. Ja, dann sind wir. Hat nichts gedauert. Ich glaube, ein Monat kriege ich da eine Entzündung, kriege ich, sage ich sie. Ja, was ist mit dir? Ich habe so Zahnschmerzen. Ja, ich muss zum Zahnarzt in die Stadt. Dann hat der Herr gesagt, das hat er, mein lieber Herr, das ist eine Kieferbeinentzündung. Da musste da einen Zahn reißen. Alle gesund, fehlt dir nichts. Ja, ich kann ja nicht helfen, ich muss ihn reißen. Hat er mal gerissen und ich bin in die Kaserne gegangen. Was ist denn mit dir? Ich habe so Zahnbahn. Der Arzt hat gesagt, ich muss ihn einfleischen. Dann gehst du in den Keller, weiß ich was, in Dreckhaft, was, ich glaube Kartoffelschäler, aber das sind faule Kartoffeln. Das war mein Aufenthalt, mein Ding. Mit dem Warmen hat es dann geheißen, morgen geht's ab nach Jugoslawien. Mit so einem Lang. Ja, wenn so ein Zombie können wir den nicht da lassen. Mit einem Waggon und nach Jugoslawien unten. Und da waren so Holzbaracken, wo wir untergebracht sind. Und da sehen wir immer die Übungen gehabt draußen. Vorwärts und Rückwärtsgang, wie das geht. Und da haben wir Platzpatronen gehabt. Und da kann man erinnern, jetzt sind dran, waren Feinde hinter in die Häuser. Und da kommt einer von den deutschen Soldaten, also wir halt, kommt mit dem Gewehr rein und da kommt ein Partisan, also sehr Ding mit der Platzpatrone und schießt ihn. Darf er nicht, hat er verboten gehabt. Und der hat der Ding hat der Soldat geschrieben und schießt ihn und hat ihn fit zu nah bei ihm, hat den Pullover, der alles Holzsplitter drin gehabt. Und dann ist Arzt
Wenn ich da erinnere, Das ist sehr schwer darüber zu erzählen, weil sie waren noch so jung, wie sie eingerückt sind. Sie waren noch ein Kind. Ein Kind waren sie, wie sie da eingerückt sind. ja, war ja ein paar Monate, 2 Monate schon da in den Ding da. Ja, das hat nicht lange gedauert. Also die unten in Jugendarbeit, das war gefährlich wegen den Partisanen. Da mussten wir unsere Baracken in so niedrige, dünne Baracken. Und da waren da Holzbretterverkleidung. Da mussten wir vom Felder mit so Würfel rausstehen und dann bei der Wand mit dem Ding aufstapeln. Im Fall, dass die Partisanen kommen und schießen da rein, damit sie nicht die Holzbretter hätten, so wäre eventuell die Gardinen in den Pumpf stecken geblieben. Und ich kann mich erinnern, da haben sie gesagt, jetzt haben sie, ich weiß nicht wo, in einem anderen Lager, die Soldaten haben sie getötet oder jedenfalls, oder irgendwie verwundet halt. Also, jetzt für einen Soldat kommen 10 Jugoslawen, die werden erschossen. Um Gottes Willen. Zurück hat man die ganz links wieder gesagt, wenn sie mich heißen hin, da kommen 10 Mann her und schießen die. Wenn sie mich sagen, du wirst auch hin. Ich habe mir gedacht, wenn sie was sagen, dann gehe ich hin und sage, er schießt mich, ich will das. Sie haben ja gesagt, von der Zivilbevölkerung haben Sie auch mal gesagt, dass man denen nichts wegnehmen soll, nichts zum Essen wegnehmen soll. Da sind wir Häuser dazugegangen. Ich kann mich erinnern, was eine alte Kirche, die haben alle Ziegen, ein paar Ziegen, 2, 3 Ziegen gehabt. Und da war eine Selch, die haben so Fleischstücke aufgehängt und geräuchert. Und da kommt einer von uns und die Tiere, oh, so das Gesicht, Fleisch. So, bitte, lass das sein. Ich sag, schieß sie den von armen Teufel. Das ist ja kein Wunder, dass sie auf uns Zorn kriegen. Ja. Ich bin mal froh gewesen, dass wir von dem Ding, wir wussten noch, da war bei der Bergtour, waren die Baracken, wo die Soldaten waren. Und da mussten wir immer 10 Meter auseinander, ein Soldat 10 Meter weiter muss mit einer und den ganzen Bogen durchgehen, die Nacht. In altes Bäume sind sie gewesen. Wenn da einer herspringt heraus, haut er das Messer hinten in den Ruck rein, geht er zum nächsten. Mein Gott. Nicht? Wenn das so weitergeht, kommt es so weit. Und da bin ich so froh gewesen, dass wir abgerufen wurden mit Klagenfurt in die Kaserne.
Und da kommen wieder andere Frische daher runter. Jetzt wenn wir da angetreten sind, dann kam der, ich suche ja keine Offiziere hoch, ich suche mir ganz spezielle Soldaten. Wir machen eine Patrouille, das sind halt ganz scharfe. Und ich möchte nur solche Soldaten aussuchen. Halt angetreten, da hat er gesagt, du, raus. Du, raus. Da denke ich mir, jetzt bin ich ein Depp. Wieder zu mir kommt, ich bin so. Vorbeigegangen bei Ihnen. Gott sei Dank ist er vorbei. Die Einheit, das falls wir momentan mit der Einheit geheißen haben. Sind die zur Waffen-SS? Da waren Spezialisten, die haben sie nach Russland. Und die hat man gehört, dass sie diese Einheit total aufgerieben haben. Und wenn wir dann in Jena sind wir dann von Klagenfurt nach Salzburg gekommen. Das sind lauter Einheiten, die sie von eingeteilt haben. Die kommt nach Russland, die nach Frankreich, die nach Italien. Nein, nur nicht Russland, habe ich gedacht. Weil mein Vater war ja in Russland und der hat uns immer erzählt, es ist schön. Und so hat es eines Tages geheißen, heute geht wieder eine Truppe, eine Partie wird verladen und die nicht mehr, wusste keiner wohin. Jetzt haben sie sich in die Waggon einig. Und da ist dort der Zug Richtung Obergefahren, von Salzburg Richtung Kärnten nachher. Dann am Ende von Salzburg ist er dann rechts abgebogen. Mensch, da geht noch Osten, der Nordtirol, da kommen wir Italien. Gott sei Dank wenigstens Italien. Nur nicht links Russland. In Florenz. In Florenz hat er das Zugding Stopp gemacht. Da hat Florenz, der war so viele Bahnsteige, war alles unterirdisch. Und wir wurden, die ganze Einheit war alles unterirdisch drin. Ich kurz sagen. Und da waren die ersten Bomber, die über Florenz drüber geflogen, die fliegen nach Graz. Was heißt? Wenn die wüssten, dass da so viel Einheit da hätten sie es da. Da in Florenz haben wir eine Stunde können ein paar die Stadt anschauen. Und da kam ich von einem Ding her, wo der Fotos gemacht hat. Dann denke ich mir, meine Eltern haben nicht einmal ein Foto von mir. Ich gehe rein zu denen
und lass mich fotografieren und versuch, das Bild nach Hause zu schicken. Und genauso war es. Das Foto habe ich in Florenz aufgegeben. Und wir sind dann nach den 3 Tagen in den Waggon hinein. Mein Gott, ne? Archive bis Italien nochmal. Und da so der Blechkimmel mit den Keks und die Kassen, ganz billige. Und immer ein so war drin, in jedem Waggon, ein Ding mit Keks und ein Kimmel war mit Wasser. Das ist gegangen bis hinter die Front. Da sind wir hinter der Front in die Abruzzen, heißt das Gebirge. Da sind wir stationiert worden, auf einem Berghügel oben, wo ein paar Häuser oben. Und da sind wir stationiert worden, da auf den Hügel. Und von den Hügeln aus haben wir schon die Donau gehört. Da war es im Jänner 1944, da haben sie unten schon bombardiert, teilweise nur bombardierte Flieger. Da war noch nicht die fixe, nicht das Ganze noch da, von der Einheit. Und da sind wir 14 Tage, 3 Wochen da oben gewesen. Da war Schnee noch oben. Jetzt waren meine Stiefel so nass. Wir waren wir sind auf dem Betonboden, es war nichts drin, auf flacher Betonboden. Da haben wir müssen schlafen drin, bei Nacht. Ne? Und das Ofen des Feuer haben wir gehabt, aber dort geguckt, weil es so kalt war. Und meine Schuhe waren so potschnass, weil der Schnee reingegangen ist. Und ich gehe her, ziehe die Stiefel um und lade die Stiefel so an den Rand bei dem Feuer auf, damit sie trocknen. Und wenn ich später auf Nacht zu meinen Schuhen, in Gottes Willen, die Schuhe haben alle runter und halb verbrannt. Und das Trottel von unserem Ding, los von das hat die Schuhe. Meine Schuhe kaputt. Jetzt haben sie sonst nichts gehabt, haben sie von der Wehrmacht, die haben auf der Sohle so aufgebogen, ganz und unten war sie glatt. Und die waren so rutschig. Das heißt auf einmal sofort alles hinunter ins Tal, die LKW warten unten. Mit den LKW die Nacht sind weggefahren, alles durch Auen, alles Bäume. So. Und da waren unsere Fahrzeuge waren nur die LKW mit den Bordwänden. Und da waren wir so umgestopft. Am Rand war wohl so ein Bankbretter, wo der eine bei der anderen gesessen ist. Also schon mit der Gasmasken und das Gewehr. Und die hatte meine Hand so dahinter gehabt, weil es so eng war. Und da am Boden sind sie immer geguckt. Die ganze LKW hinten war voll. Und Mitternacht
Und die Autos selber haben am Scheinwerfer alles verbickt gehabt, nur so ein Schlitz, dass er Licht, dass er den Boden gesehen hat. Ist er gefahren. Und da kommt einer von Front zurück, auch ein unserer. Und der hat Tempo drauf, der hat Tempo drauf. Und ich habe die Hand da hinten gehabt und förderlich. Und dann hat mir die Hand wieder. Nein, kaum habe ich die Hand. Sind die zwei Autos mit den Streifen. War keine Straße, sind vom Waldweg. So zu eng, dass ich beide wenn sie jetzt mit der Hand raus, mir hat es verkauft. Mein Gott, hat man auch das geholfen. Der Schutz wieder. Das war das Erste, was war. Ja, das haben wir schon vorgegeben, hat es nicht geheißen. Ja, alles aussteigen, war doch still alles. Und dann abends. Ja, was ist so ein Friedhof? Alles aufgeworfen. Da sind wir mussten noch warten, bis was Ruhe. Und wir sind zwischen den Hügeln, haben wir so kann man sagen, ich komme her, also ein erbeutetes Fahrzeug ist gekommen von der Front, zurück von der Stichfront. Und die sind ein paar Verwundete oben. Da schreien, wo wolltest du denn hin hier? Geht's nicht, da kommt keiner mehr zurück. Ja, die sind weitergefahren. Und dann habe ich gesagt, alles auf, weiter. Nur mehr zu Fuß. Und dann sind wir jetzt an den Ort eingekommen, war schon abends, schon dunkel geworden. Aber so ein größeres Haus bei der Haustorreinigung. Es hat alles Leute drin. Ja, was hat die? Ist es schon so finster gewesen, war die schon zu der Mitternacht herum waren. Und die haben es gekriegt, die haben es geguckt. Und keiner kriegt, nur gejammert und verbunden und Ding. Mein Gott. Ja, enorm. Und die hoch müssen nieder, so wie ich kann dabei haben, wir was ausrüsten. Die kriegt die Antwort. Und die hocken so da mir war der. Dann fängt der so an neben mir so an zu jammern. Wiederhol's ne Maus. Wiederhol's ne Maus. Gib's mir gar nicht. Gib's mir einen geraden Schuss. Mein vielleicht fehlt mir ein roten Kreuzmann. Wird wohl einer kämen. Gäb's mal einen Grund. Keiner hat sich wunderieren. Und da sagt einer, wo ist meine Pistole?
wollte er seine Pistole sich selber erschießen. Und da hat es aufgehört zu jammern, ist er gestorben. Da hat nicht lange getan. Alles, was aufstehen kann, und von den die Einheiten sollen sich da bei der Tür melden. Wir müssen weg da. Ja, auf und raus. Dann haben sie da die Nacht so über das Wiesen aufgeführt. Und ich gewiss, wo wir, keine Ahnung, wo wir sind. Na, oh, da schaut ja aus wie eine Stellung. Eine bessere Stellung schon. Ja, da waren wir da, 3 Tonnen daher gesprungen nach ein Ding. Und da bleiben wir da. Das haben wir ja tiefer drin. Ja, so haben wir da mal Nummer gesucht. Das kann alle heraus da, ihr könnt woanders hin. Wieder raus. Das war bergauf gegangen. Nicht keine Mühe, irgendwo. Da war so kleine Dinge, als ein Gas, Ziegenbauer, als ein Hieden dort. Und dort eine, der sogar, ja, wir sind zu 3 dort oder was. Ihr dürft nicht da bleiben. Jetzt draußen haben 2, also 4, 5 Meter von der Hütte draußen, in seinem Gartending. Da haben die schon 2 von der Schützenluh ausgehoben. Der war von der Ruck, da war er daheim, der. Und mit dem bin ich da rausgegangen. Das ist gerade auch so von ausgekommen gewesen. Dann von der Scheife dann umgefahren sind, ausgekommen. Das war so lang. Ne? Da Natur eingeschaut, dann da ein Buch hin oder so. Und dann ist da geworden. Ganz ruhig gewesen. Gott ist geschossen. Frau hat so angefangen zu kochen und Kim, was da bei Laut, da. So, der hat gekriegt, der Ding. Ich habe so ein bisschen gestraft hätte, vielleicht hätte ich Glück gehabt. Aber auf der anderen Seite bin ich wieder froh gewesen, dass ich meine Hand habe. Und so ist die Nacht vorbeigegangen. Dann habe ich wieder müssen woanders hingehen. Aber da war es so furchtbar. Aufgegeben. Und wenn wir da auf was sind, da haben sie mit den Bagger seine Dinge ausgeschoben gehabt. So ein Schutz, ein Splitterschutz war das Ding. Und so ist es. Und wir so ausgegangen, überall bei den Bullen, dann zugeguckt und haben den Loch in das Ding ein bisschen größer gemacht, im Fall, dass das Ding hin, dass er meinen Schutz hat.
Ich wollte entlang der Ding. Weiter. Ja, wo müssen wir hin? Ja, dann weiter. Da kämen wir, es ein Tollmulde gewesen. Und da ist es halt gesehen, dass da ein Loch war. Aber das war ein gräsenes Loch. Und da ist so ein Plakat durchgestanden, das Rote Kreuz drauf. So geschaut, da ist Rote Kreuz bestimmt. Die sind die Rote Kreuz, weil Verwundete, dass man konnte da rein tun. Ja, gut, das war was. Und wir uns jetzt gesagt, weiter. Und wir sind den Hang ein bisschen aufgegangen. Und mitten Hang so Hang. Ja, bleibst da. Ich und du, ein zweiter und ein dritter einer. Es ist wieder Nacht geworden. Wo warst du, wo sie hergekommen, wo sie kommen? Und das haben wir vorher gefragt. Wenn sie schießen anfangen, dann will ich wohl kein sehen, wo sie sind. Und da ist dann Nacht geworden wieder. Und da ist wieder eine Serie gekommen. Aber wie? Der ganze Haus sind die Granaten eingeschlagen. Und ich sage zu den Bruder, mein Vater hat gesagt, wie er in Russland war. Alle hat er gesagt, wenn du in das Tempo kommst, ist das schlecht. Wenn es so knapp wird. Und wenn du keinen Unterstand, keinen Schutzding hast, schau, dass es in der Nähe eine Mulde findest, wo Granaten eingeschlagen hat, wo es ein bisschen Schutz hat. Und genau so war es. Ich habe mich erinnert, dass er von einer Bombe ein gräsenes Loch. Und ich sage, weißt du was, siehst du wohl auf den Hang, da herum sind wir ja genau ein Zielplatz, wo sie es genau erwischen. Sag ich, lauf wir dahinter da, in das Loch rein. Da. Jo. Und dann sind wir eigentlich, ich bin mitten rein, die Gasmasken und auf dem Buckel und die Ölbrocken, die Erdbrocken, die habe ich da alles, was ich gefunden habe, Steine, alles und bin und der eine war neben mir, so die schön zu und ganz nieder. Und der da. Und der, was da war, der war ein Fehler. Und ich sage, ruchte dazu. Und der dreht sich so um. Sagt, bleib drin. Und die hat in dem Moment hat er so, mir hat's erwischt. Ich hab's mit dem Boden. Ich weiß nicht. Ich bin in Hälften da hinten, wo ich weiß nicht. Also ich kann ja ein bisschen davon, vielleicht bringen wir die Ohren da, wo es heute Kreuz und das war gut. Ja, so. Was heißt, sie hören mich sehen, alle, wenn du 10 Minuten da hast, hören sie meistens auf, dann kommt die nächste Serie. Sag ich, probieren mal. Und so, weißt du was, du nimmst die auf der Seite und die auf der Seite. Nach Drogen.
Und so muss man oben Gott und unten ins Loch halten. Ja, Gott will, was halt ja den ganzen Haus durchgezogen. Da ist alles ein Blut gewesen, und die gehen her, sagen, wir müssen wieder aufgehen. Ich sage, Jesus, wenn sie das hatten, dass wir das hinten waren. Was? Das bleibst da, sagt der die was da war. Das kämpfst du nicht mehr hinter. Keiner mehr von dem. Wir ziehen uns jetzt auf die Not zurück, sagt er. Bleib schon ab bei uns. Und so ist es Nacht geworden. Und so haben wir die Nacht, wo wir alle nicht wissen, wohin, wo haben wir jetzt gehört. So zuerst haben wir ein 10, 15 und es werden noch weniger da in den Wald- und Staudengebiet. Ich weiß nicht, was es ist. Und dann hören wir da ein Raketenfahrzeug. So, da kommt ein Raketenfahrzeug. Weil dort schon die Feindlichen waren, hoch wir nieder und sagen wir Tote. Also sollen wir still sein, kein Muss reden und horchen wir, vielleicht reden wir. So. Und Gott sei Dank ist ein deutscher Panzer gewesen. Da sind wir auf und hingelaufen. Und ich sage, oh, das arme Biber, gib's. Steig selber auf den Panzer, wir fahren auf unser Ding zurück. Und so haben sie es hintergeliefert, wie weit weiß ich nicht. Und der Jache hat so gesagt, alles abstellen, runter, alles ab. Da haben wir einen neuen Platz gekriegt. Das war ja alles in Monte Cassino, was da waren. Ja, das war es um das Monte Cassino. Das ist so rundherum. Monte Cassino selber ist ja schon total auf dem Boden gewesen. Da haben sie eine polnische Einheit sind total aufgerieben worden. Ich habe sogar irgendwo auch Fotos, wo der ganze Hang als Kreuze sind. Und da habe ich einen Offizier, kommt, Wassermann, der Carsten, der ist da von Stolwitz daheim. Der ist Camper mit einem ganzen Bock Granaten. Das sind so lange, wie ein Rohr. Und da, die Rohre hast du aufs Gewehr ausstecken. Und da waren so eine lange Granaten. Die Granaten können abschießen. Und das ist magnetisch gewesen. Es dreht auf den Panzer und der hat sich geschmolzen und drinnen explodiert. Haben sie gesagt, wie weit das funktioniert hat, weiß ich nicht. Jedenfalls käme der sein Bock zu den Granaten. Sagt er, wir müssen die scharf machen. Also ich wollte, dass
das sind nicht, das sind liefern und die sind nicht scharf gemacht. Und da lässt fahren, die scharf gemacht waren. Und die hätten wir irgendwie scharf gemacht. Und da kam der andere, die Herr sagt, sie nehmen ein paar, die paar Mann da und gehen zurück, holen etwas zu essen zum Trost und der Wasser. Wir also die ganze Woche nichts. Ja, das sagt der Offizier, der Wassermann. Da hat er keinen Sinn nicht, denn die Strecken sind total unter Schuss, das ist sichtbar von denen, da können wir nicht gehen. Da sagt er, was? Sie wollen wohl nicht? Sind Sie vielleicht zu feige? Hat er ihn angeschaut. Da sagt er, ich gehe schon, aber ich kann nicht garantieren. Aber wir sagen, ob es dann einen anderen Weg gegangen, einen sicheren. Und der Offizier, der Hauptmann, ist ein blauen Loch mit rein. Und wir sind mal zurückgekommen, da wo das Dose war, ist er da so abgezogen. Und der hat einen Muli dort gehabt und ein Kanister, also ein Fassel, ein Buckel, sogar ein Tee ist noch drin, aber sogar der Tee war wahrscheinlich auch schon sauer. Dann konnte man so sauer Tee, dann sind wir ohne allen sind wir zurückgegangen. Waren wir oben auf den Hügel. Dort haben wir, dort was es so, die Dinge ausgeschält, da konnten wir die Dinge, und seine Splitterschutz ständig miteinander gehabt. Die waren nicht so niedrig, gut, da stehen können drin. Aber das war so viele Enten rum und vielleicht an der Dinge, wo sie die ein paar Bretter haben, und die Erden darauf. Und da sind wir drin gewesen und das eingetan. Und von dort weg hat man schön über die Büsche hinunter gesehen. Mein Gott, aber Bahnen, so viele Fahrzeuge, Panzer, die was da gegen uns waren, Krieg gewesen. Und da hätte man so auf den Panzer schießen. Da kam einer von der Infanterie, als er Unteroffizier war, bringt er der Bund zu einem Floh einer, darf jetzt rein keiner, sogar über mein Schützenloch sind sie jetzt drüber gefahren in der Glichkot. Als ich bin davon gekommen. Und der Herr schaut mit dem Glas über den Hügel, sogar, du bist ja MG-Schütz, das seid ihr ausgebildete MG-Schütz, hat man uns gesagt. Da nehmen wir das Glas. Schau da. Siehst du nichts? Ja, siehst du nicht den Engländer, der was da gekriegt? Ja. Schieß! Dann sag ich schieß nicht. Das ist vielleicht ein Verwundeter. Und wenn nicht, hat er vielleicht eine Frau.
Kinder. Ich bin froh, dass ich bis jetzt keinen getötet habe. Da sagt einer, schießt du zu dann. Da schießt du. Wo schießt du hin? Der kehrt wie zurück. Hat in die Luft geschossen. Gewisse Dinge waren. Und genauso ist es ganz anders so gestorben. Ich bin so gestorben, die haben da in den Namen Russland nicht mehr Büschig. Ich bin weg, die Füße an den Bauch da und die anderen alle auf dem Boden. Wisst ihr, was passiert? Pass auf. Ja, du blättest ja so wow im Gesicht. Aber mir fällt nichts. Dabei bei der Nase geblättert. Ich hab durch den Knochen oder wenn da etwas hergeht, ich wusste warum. Und ist die Bibel alle aufgestanden, die Reihe, auf und aus gesprungen, auf den Freihaus. Jetzt einer, du bleib mir da in den Loch jetzt. So wie, da sind wir wie sie und mehr vor drüben gezogen. Das weiß jeder tausendste Schuss, dass da oben wieder einer hinkriegt. Und das hat mir gefallen. Dann kommt einer. Ja, da, müsst sofort da verschwinden und schaut, dass es da oben kommt, in den Gasstuhl. Weißt du wohl, wo das vorbeigegangen seid? Wo wir beim Aufgehen vorbeigehen. Ja, das weiß ich wohl. Weil da ist eine ganz schöne Pflege. Das ist weil wir das machen, treiben und so weiter wieder zur Kirche. Und ein bisschen oberst gegangen. Da war so, ich weiß nicht, was gedreht oder gedreht war es. Oder so ein großer Heer ist. Da sag ich gehe schon erst, sag ich jetzt gerade, pass auf, jetzt hier nacheinander. Und ich tue zugleich. Und ich denke über die Jahre, hätte aufspringen und dann in einen Schuss, so weit als möglich ist, und nieder am Boden und zu dir getan. Nieder, oben gesagt, nieder am Boden und bin dann am Boden da hingekommen. Richtung zu den Dingen. Und dann wieder rauf und dann wieder weiter. Und so bin ich auch angekommen. Und die anderen 3 Tage so gemacht. Und dann, wo kämst du das her? Ja, da, in Gottes Willen. Jetzt, das ich ein bisschen ausholen, das redet sich das von Luch, in Luch sagt es von sie. Die ganze Woche nichts geschlafen, mehr nichts lesen. Und ich bin dort und Vater Ding, ich ganz fertig. Da sagt er, und vorher was geredet von Gegenstoß machen. Ich wollte es mir Gegenstoß machen. Ja, bei Settern mit Bibeln und keine Leitung, kein Munition, kein Panzer, kein Flieger gehabt. Einen einzigen Flieger an unserem See, der ist oben und wieder war beim Panzer ist geil.
Das war. Und so sind wir da den in den Loch gewesen. Dann gleich kommt der neben mir. Mensch, geh! So, was willst du? Mensch, jetzt geh! Ich sag's mal, in Gottes Willen, ist eh wurscht. Wenn das Messer bestimmt ist, da ist wohl. Geh! Und zieht mich so. Und jetzt muss ich gehen. Geht auf ein Lohaus. Der Mann steht draußen mit der Pi. Und habe den Pi mit Lau genau her, Hands up. Und die sagen da, Gott sei Dank. Da sagt der neben mir, was sagst du? Da sag ich, du Trottel, du, vielleicht machst du morgen aber den Toten oder Verwundeten. Das ist auch nicht. Na, und wenn das eine Stunde früher gesagt hätte, dass der Kerl das, Gott sei Dank, hätte mich erschossen. So Fanatiker war das. Mein Gott. Dann seien Sie. Das war keine 50 Meter gekommen, sagt der, Hands up. Der hat genau gesehen, war von der armen Teufel, dass wir waren als Gegner. Der hat uns gleich mit den Schwarmwaffen total zusammengehauen. Nicht Mann gegen Mann. Mit Schwarmwaffen. Und der hat viel. Dann seien Sie nach Ägypten gekommen. Nach Ägypten. Da war das, mit dem Zug nach Toronto. Toronto hast du, da per Schiff hat es da, Mittelmeer, durch Ägypten. Und in Ägypten, nach ein paar Zeit, ich hatte ja ein Foto. Wir waren nach 2,5 Jahren in Ägypten in Gefangenschaft. Das ist das Buch, wo ich gezeigt habe. Das ist eine Zeit, wo ich. Die Zeichnungen, ja. Das ist die Zeichnung. Unser Logo ist ein Sicher. Das haben Sie selber gezeichnet. Alles da in Gefangenschaft. Das sind die Blätter. Das war das ist der Zaun. Der Zaun ist nur 1 Meter hoch, nicht einmal 1 Meter hoch gewesen. Du hast bis zu den wirklichen Zaun. Das ist der. Das habe ich größer gesehen, der Ding da. Den Berg da. Im Lager 380 Fayette Ja. waren Sie da. Zuerst waren wir in 305. In 305 war es überhaupt kein Berg, war wirklich flach. Und dann sagen sie es daher, in 380er ist halt viel Österreicher gewesen. Sie haben es ein bisschen getrennt. Der Bittersee. Das ist der große Bittersee. Bittersee. Das ist der Suezkanal vom Mittelmeer. Und das durch aufs Mittelmeer. Wie lange haben Sie da aufgebraucht für eine Zeichnung? Für wie lange? Vielleicht 2-3 Tage auf die. Mit nur einem Bleistift? Ja, Mit einem Bleistift, die ganzen Schattierungen, Ja. alles. ja. Da. Das ist Ah, Wahnsinn.
das mit dem Abend am Bittersee. Das ist ein Polizist, ein ägyptischer. Ja. Die sind dort und das Schiff, da ist ein Schiff gestanden. Ja. Das war ein italienischer Kriegsschiff. Das Schiff ist um 10 Uhr da gestanden. Das war damals von dem Abessinienkrieg. Und die Gefangenen waren da in den Lager. Und wie wir gekommen sind, weil sie mit den Engländern Fluss gemacht haben, sie die Italiener, die was da in Ägypten waren, in den Lager, haben sie heimgeschickt. Dann haben sie Platz gehabt für die Deutschen. Aber das Buch haben sie damals in der Gefangenschaft gekriegt vom Roten Kreuz. Von Das- Roten Kreuz, das leere Buch. Ja. So ist so ist schlecht. Und das haben sie bis heute aufgekommen. Bis heute ist das immer noch Ja. da festgehalten. Ja, die Zeichen sind so alt. Ja. Ja, so 80 Jahre. Das alles, was da drinnen zeichnet ist, haben sie in der Gefangenschaft gezeichnet. Ja. Entweder selber vom Kopf ab oder Ja. sonst halt die Bilder, was sie halt so gehabt haben. Das war dieses Trickzeichnen. Ja. Als 20-Jähriger haben sie das gezeichnet, mit 20 Jahren. Da war ich. Ja. Da war ich. Ja, in Gefangenschaft. Ja. Ja. Das war damals in der Zeit. Ja. Also von Mai 44 bis 46 ist Ja. gestanden. November. Ja. Ja. Da ja. Von 23. Mai Das 4. hat ich später eingeschrieben. Ja. Und in der Gefangenschaft, Ja, das ist Ja. in der Gefangenschaft. Das ist 380. In 380er, in 350er, da hat er nicht gezeigt. Da hat sie Bleistift gehabt. In 380er, die waren bessere Aufseher, aber in 350er war mehr Haus. Da war Haus. und einmal in der Gefangenschaft, da wollten dann alle arbeiten gehen. Ja. Erzählen Sie die Geschichten, mit arbeiten gehen. In 380, ja. Ja. Ja, sie haben gesehen, dass wir nicht fanatische Leute sind dann auch, dass 80%, 90%, dass die erste Zeit, das war schon 350 gelungen, war das so, wir in unserem Zelt, wir waren alle, da hat jeder schon da gehabt und da war jeder eher Gegner von dem. Aber da haben wir, da ist aufgestanden, schaut man, wie sie das Spiel spazieren gegangen sind, die anderen, halt, was tut euch? Geht da hart, was steht da drinnen im Zelt regen? Ja, das war ein Pflanzvolk, woher die 350er. Ja, so ist ein Zusammenhalt gewesen in 380er Jahren. Da hat es keinen so Gebieten der. Da war jeder du, da hat es kein Sie gegeben. Da hat es kein Sie gegeben. Ja, jeder, du. Jeder so, ja, geh du, ganz normal. Ja, ein Zusammenhalt war unheimlich beisammen.
Und keine Armgeber. Da war kein Armgeber. Da war viel größer zu Trainer, dort. Ja, ich freue mich oft, ich kann mich erinnern, da 33 hungrig war, du weißt was, oben in der Küche, was nicht, das ist ein Brauwerk gewesen. Da haben sie dann so große Käsel gehabt, gekocht haben sie, da war, ich weiß nicht, ob du das wisst, früher hat man die Schweine in die Kartoffeln, die schlechten Kartoffeln, hat man gekocht für die Schweine. Ja, in den großen Kessel. Und die teuren Kessel haben die ja für die Gefangenschaft gehabt. Ja, und dort das Essen, unser Essen gemacht. Und da, das Wasser von Nil hergepumpt in große Container. Wir sind da bei den Bergen da. Bei den Bergen, was soll ich sagen, da sind große Container gewesen. Von dort sind, ich habe ein Foto von den Leitungen. Die Leitungen sind über den Sand gelegt gewesen, nicht untergegangen. Nicht. War immer schön braunes Wasser. Um den Braunheiz. Ja, was soll ich mal sagen? Was soll ich mal sagen? Vielleicht das noch mit Essen. Mit dem Essen. Ja, da habe ich gesagt, weißt du was, komm Haufen in die Käsel, ist bestimmt nur so viel, dass wenn ich ein bisschen, der Morgen ein bisschen voll. Das haben wir so Löffel gekriegt, die waren gepresste Mäßig. Löffel. Und da jeder einen Löffel kriegt, ein Gabel ist aus der gepresst, da hat man nicht dürfen so tun, sind da abgebrochen. Und Topf, so ein Topf, so groß, das war die Suppe, was wir gekriegt haben. Ja, und das haben wir gehabt von den großen Käseln, was die Kühe haben rausgestellt, die Kühe zum Auswaschen. Das haben wir still gegangen, bevor sie auswaschen. Graben und die Nüsse. Und das haben wir gegessen. Und da kommt der Wiener, was tust du denn jetzt da? Mit dem halt ist Vitamine. Sogar, lieber Stürmi, aber das Essen. So, du bist schon da, du kommst schon da, warte. Hat nichts getan, 3 Tage später ist er Arsch. Was haben sie denn da arbeiten müssen? Wie hat das mit den Arbeiten ausgeschaut in der Gefangenschaft? Ja, das war ein teures Bild. Ja, nein, was sie arbeiten. Wenn ich sage, wo ich arbeite. Da gab es ein Fußballplatz am Armesmond. Nein, mit so 3 Bretter, also das Gelände war halt wirklich schräg. Jetzt haben wir da müssen aufgehoben und das Material da umschicken. Das hat da haben wir müssen arbeiten. Wie haben sie denn das dann erlebt, als der Krieg aus war? Wie dann der Krieg aus war am 8. Mai 1945, haben sie das im Lager mitgekriegt? Jeder hat eine Freude gehabt, dass Schluss war. Ehrlich gesagt, wie wir in Italien so eine Übermacht haben, wir haben das so gehört,
Wir haben gehört, dass die in Frankreich schon auf dem Ding sind und dass sie vorwärts gehen. Wenn man müssen aufhören, heute keinen Sinn, die Leute, die Ort ist zusammenschlagen und die Leute zu umbringen. Ja, das war froh. Und dann seien sie dann heimgekommen, dann im Herbst 46. Ja, Wie war das nachher dann? Wie seien sie da heimgekommen nachher dann? ja, wir haben schon die Leute, oh, ich hab mal mit der Braun ist, im Gesicht. So wie mit den Braun. Aber es hat Leute gegeben, die in Logern. Das sind so Spinner, jetzt kommen wir heim, nächste Woche. Sind die Tag noch in die Sonne gegangen, also noch mehr Braunbrand. Das hat es so gemacht. Aber dann seien sie wirklich heimgekommen nachher dann. Ja, das haben wir. In November 46. Ha, November 46. ja, November 46. Nach Neapel mit dem Schiff. Ja, das Schiff in Neapel. Und wir sind dort sind wir mit dem Schiff, mit dem Zug nach Klagenfurt gefahren. Und von Klagenfurt haben sie es ins Trautolaufer getan. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Und da war ein großer Saal. Und ich war mal kalt. Mein Gott, das ist kalt gewesen. Hat ohne keiner am Winter bei mich gemacht. Drei Jahre mit. Waren da die Eltern schon da? Oder wann haben sie dann die Eltern wieder gesehen? Wann? Ja, das haben sie mir mit dem, das haben wir Bus. mit der Buchsteiner gefahren. Oh mein Gott. Ich kann mich erinnern, wie ich dort kurzzeitig gegangen bin. Mein Gott, das ist der da, mit der braun ist. Ja. Na, freilich, jetzt haben wir China gegangen. Das sage ich, die ganzen Burschen, die in meinem Alter, China auf nach der Ketchup. Wenn wir da über die Geldbrücke drüber sind, man jetzt schon, wie heißt ein Strauch aufgegangen, so ein Strauch, also weiß ich einfach gewesen. Schau, wie schön so ein Strauch ist schon lange hast. So lange kein Strauch, kein Plattel mehr gesehen. Weil ich nicht einmal groß gesehen. Mein Gott. Das war für mich so eine Erholung und alles ist ein Wunder für Kinderbus. Aber wenn man in einem Paradies war, so ein Buben gesagt, das wisst gar nicht, wie schön es hat. Wie es so schön ist. Alles hat mir so gefallen. Ja, das ist, wenn nichts anders ist, weil wir Not und Elend, weil ich mich gesehen habe. Man hat ja gesehen, mit den Armen da, mit dem ich bin durchgefahren, wie arm das die auch gewesen sind. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe sogar irgendwo ein Foto, wie einer umbaut dort mit der Zahn. Ochs.
Das hat Holz, Pfuhlkugel, Spitze, das hat da wieder so Fisch und der Ochs und dann ein bisschen aufgewählt. Ja. Und die zwei Kleine gleich gemacht. Und da hat sie die Dinge gesagt. Und so in ein paar Tagen ist da schon so Gerede rausgekommen. Ja. Von Nil haben sie das Wasser, haben sie so Dinge aus der Ach Gott. Zuerst, wie ich zu Hause gekommen bin, der Meister, ein Ketchup, mein Meister, hat gesagt, komm zu mir, komm, du musst doch das dritte Jahr machen. Dann sag ich, ja. Sag er, brauchst du keine Angst haben, du kriegst nicht einen Dreierlohn, du kriegst einen anständigen Lohn. Ich weiß, du kannst. Dann haben sie die Wagner-Ausbildung fertig gemacht. Und das war auch so. Und er hat dann gesagt, und wenn du die 3 vorbei hast, musst du versuchen, auch woanders etwas anzuschauen. Sagt er, ich kenne einen in Lienz. Ja, und der hat sofort gesagt, ja, das soll kommen. Ja, und der war, mein Gott, ja. Und wir lachen. Da hat er gesagt zu mir, Adolf, du musst die Rede und das Horn machen. Sagt er, Eisenreifen ist da. Nachher geht's doch, ja. Ich habe Reifen gemessen. Und dann habe ich mit den Reifen, der hat mir das gesagt, wie man das macht, ausrechnen lassen und wie groß, wie viel Stück das man braucht für einen Reifen. Das kann man ja ausrechnen. Und das hat er dann gemacht. Und die habe ich jedes Mal mit einem anderen Reifen gekriegt gehabt zu machen. Habe ich das gemacht. Ja, was machst du? Ja, sage, dann mache ich die Schablone. Wenn man die Größe von der Raum braucht, brauche ich das Reifen nehmen und das Holz drauf. Und dann können sie die Maschine rausmachen. Ach, das ist ein Blödsinn, Hat nicht lange gedauert, musste ich immer machen. Ich habe heute auf dem Stadtlob auf einem Draht einen ganzen Bus, alles die Reifen, brauchen nochmal heraussuchen. Steht drauf da. Und später dann haben sie dann die Frau kennengelernt, nachher dann. Ja, Wen? viel später. Ja, ein bisschen. 58, ja, 57, ja. Haben sie dann die Frau kennengelernt, Ja. 1957. Ja. Ja, Wie war das? oh ja. Jetzt sagst du, Wir haben vorher nichts gehabt. Ich habe mir das festgelegt, ich habe mir das eingebildet, keine Liebe gehabt. wenn du so mich nicht haben So willst, sollst du verdammt. mich anders nicht kriegen. Sollst du mich nicht kriegen. Das war mein... Wie haben sie die Frau das erste Mal gesehen? Wie war das? Oh, Ich war ja in schon. Gasthof Brucker Kellnerin. Bei Brucker, da war ja ganz eine neue Kellner. Aber ich war schon. Und dann? Das ist nicht so schlecht. Wo ist denn der daheim? Ja, aber da ist ein Leser da rein. Das hat mein Vater gesagt, was? Ein Leser da rein. Ist immer besser als Augenkätsche. Ja,
Oh, ist das letzt? Schau dir um die. Da haben wir halt ein bisschen näher zugemacht. Ja, weiß nicht, aber was macht er mich? Ist der Bauer zu klein. Bei uns. Sie hat ja mehr, die hat ja 20 Stückchen Viech. Da. Wie war das für Sie? Sie haben mir vorher gesagt, Sie waren Könnerin Ja. und dann um Mitternacht, dann ist oft immer dann, da waren Ja. schon viel gesoffen und so. Da habe ich immer geschaut, wie sie reagieren, wenn sie ein bisschen besoffen sind. Den Charakter angeschaut. Und dort sagen sie echt, wie sie sein. Ja, Und er war da, hat höchstens ein Bier getrunken, aber zwar fast nie. Nicht? das trifft überhaupt nicht. Ja. Zwei Und überhaupt er war nie rauschig. Und das hat mir eigentlich gefallen. Und geredet hat er auch kein Blödsinn, wie oft die Rauschigen sich ergeben, wie sie eigentlich sein. Und das hat mir gefallen, ja. Und er hat mir noch gesagt, er hat eine gute Mutter, ein gutes Mütterle. Nach der Frage, ob ich ihn will. Und da habe ich mir gedacht, wenn du ein gutes Mütterle hast, geht es mir auch gut. Und sie war ein gutes Mütterle. Mir ist es gut gegangen. Nur hat das nicht so lange gedauert, dann ist sie gestorben. Ja, und so ist das. Und 1958 haben Sie dann geheiratet. Ja. 1958. Ja. 68 Jahre schon sind schon verheiratet. 68 Jahre. Ja, Und da vom Gasthaus, Ah, Wahnsinn. Eine Ich will da ein paar Fotos machen. ja, freilich. Boah. Und wie haben Sie das gemacht, dass 68 Jahre lang verheiratet geblieben sein? Was haben Sie da für einen Tipp, dass die Zuschauer das auch so machen können oder ich einmal 68 Jahre lang verheiratet bleiben kann? So, was ist da wichtig? versuchen sie gut sein. Man tut ja nicht immer das Richtige. Man soll auch hören, was die Person oder die hat. Man kann versuchen, dass man zusammenarbeiten kann. Nicht in der Ehe, auch in der Politik soll man zusammenarbeiten. Nicht so viel. Gemeinsam. Ja. Was würden Sie sagen? Was ist für Sie wichtig gewesen? Es kann ja oft einer ganz schlechte aber eine guten Ideen und Dinge. Vielleicht ist es gut. Man soll schon hören, was der andere sagt. Er war ein sehr guter Tänzer. Und ich, mit 18 Jahren, hat man damals erst dürfen zum Tanzen gehen. Und mit 19 habe ich geheiratet. Ich war ja keine gute Tänzerin. Und da im Wirmlach, im Fasching, da waren in 2 Gasthäusern immer Tanzunterhaltung dann. Und er, beim Aufgehen, hat er schon immer geschaut, welche gute Tänzerin da kommt. Nicht? Und nachher hat er mit mir im Pflichttanz gemacht. Und dann ist er halt mit guten Tänzern hat er geholt zum Tanzen. Gell? Aber, Ja. aber, Ja. Du warst ein guter Tänzer. ach Und so, hast immer schon geschaut, welche gute Tänzerin. Da, ja, so, auf der Seite, auf der Richtung, ja, das schlecht. Aber und wenn's besser. er ist halt dann mit den Guten tanzen gegangen. Und ich bin halt gesessen, aber heimgegangen ist er immer mit mir. Ja,
wenn sie gesagt haben, ich kann ja den Tanz nicht, meinst du, dass sie mich auslachen? Ja, was bleibt mir noch ewig? Aber wir andere, die besser tanzen kann. Aber immer gemeinsam haben sie alles gemacht. Ja, Immer gemeinsam. Immer gemeinsam. Deswegen tun sie heute noch für die Frau kochen und die Haare schneiden für die Frau. Ja. Sie machen das für die Frau. Sie kochen. Weißt du nicht? Aber sie kochen für die Frau. Ja, eben. Aber ein bisschen zu viel salzen tut er. Wahnsinn, Ja, ist er verliebt noch. Deswegen wahrscheinlich. der hatte keine Ahnung. Ich habe schon öfter mehr Salz gekriegt. Und nachher dann haben sie auch die Ski erzeugt, die Ertelski haben sie erzeugt. Ja. Da haben sie auch, den habe ich gerade gesehen, das Foto, da haben sie einen Hatti Weirater kennengelernt, den Profi-Skifahrer. Ich war da in der Werkstatt draußen. Ja. In der ersten Ski, was ich gemacht habe. In klein. So groß. Ja. Und da gibt es auch noch eine Geschichte, wie sie da die Ski immer gewechselt haben. Da war der eine Engländer zu Besuch. Ja, Belgier. Ja, Belgier. Bei uns in Afrika hat der Mann gesagt, Herz, ich tat euch gerne etwas zugute. Ja, was? Ich bin eigentlich Lehrer. Ich kann natürlich ein bisschen was Englisch lernen. Wenn einer will, machen wir einen Kurs ein bisschen. Und dann hat sich alle gemeldet. Und in dem Zelt, wo ich war, ich habe gesagt, geht's, komm mir zusammen. Besteht, wenn wir alle zusammenkommen, geht's überhaupt besser. Na, ja. Jetzt haben wir in dem Zelt überhaupt mal gemeinsam gemacht. Und der hat das verstanden. Zuerst haben wir die Zahlen, nachher die Uhrzeiten und die lebt. Ja, dann haben wir angefangen. Mit 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bis am Million sogar heute. Ja. Drin ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ohne die Uhr, die Karte, die Quelle, die Cesette, die Ciotta, die Uhr, die Cinaina, and 20, 21, 22, 23, 24, bis 1000. Arabisch hatte ich Kinder bis 15. Aber die Maschen nicht verletzt. Wahed, Etnin, die Letter, Harbe, Hamse. Wahed heißt 1, 2, Toilette. Toilette. Die rettete. Naja, mit 100 darf ein bisschen. Das macht aber das. Ja. Das macht Ja. aber das. Aber Boah, die Leute haben sie. Und. jedenfalls, sie haben dort unten Englisch gelernt. Und dann nachher, wie es dann daheim waren, ist dann der Engländer da bei dem Skigebiet gewesen. Ja, der hat der Engländer ihren Vater mitgehabt. Ein Mädchen, die haben Der Vater von der Tochter. Ja. Und ich habe gewusst, der hat damals verlangt, die Knochen Die messen Leiche einstellen. mit meinem Hauptauto ein paar Zangen. Ja. Und nach der Zange müssen dann die Binden, die
einstellen. Wenn die aufspringen, Ja. mit dem Alter, die kennen das mit alles, muss das zusammenstimmen. Na, da gesagt, Ja. warum sprechen Ja, Sie Englisch? ja. Und dann hat der Engländer gefragt, warum sie so gut Englisch kennen. Ja, das sagt der. So, why do I speak English? Small, no. So, I was a prisoner, an English prisoner. English prisoner. I was searched. Who was you? In Klagenfurt. Ja, in war, wo ich Krieg in Italy. In Italy? Oh, io! In Italy? Who? In Italia. Italia. Who? Monte Cassino. Monte Cassino. Io! And who was your prisoner? In the ship? A ship! Ja! Oh, da hatte man eine Flasche Wein wieder. Was hat die Welt von damals gelernt? Hoffentlich haben sie was gelernt. Ich weiß nicht, für mich ist jeder Ausländer ein guter Mensch, wenn er ein guter Mensch ist. Ja. Ein anständiger Mensch ist. Sie seien ja einer der allerletzten Zeitzeugen, die von damals berichten können. Es gibt ja fast gar keinen mehr, der was so wie Sie den Schrecken vom Krieg so miterlebt hat. Ja, Gibt fast keine mehr. wird nicht viel geben. Deswegen danke, dass Sie uns das so eindrucksvoll geschildert haben. Ich kann mir vorstellen, das ist ja so tief innen drinnen. Das merkt man beim Erzählen. Wenn ich erzähle, die kommen mir vor, ich bin gerade dabei. Und wie geht es Ihnen dann, wenn Sie das in der Zeitung lesen oder im Fernsehen? Nein, die armen Teufel. Sind die Armen nicht, aber die Zivilen, die Frauen, die Kinder, alle müssen leiden. Alle müssen. Und warum? Weil es manche nicht mit anderen wollen sie nicht arbeiten. Und nicht nur mit Gewalt. Wenn man liest, atomisch, mein Gott. Haben Sie da eigentlich auch Erinnerungen vom Krieg? Was? Wenig. Ich bin 39 geboren. Ich habe wohl Erinnerungen, wie Besuch gekommen ist von meiner Mutter. Die Brüder, die sind gefallen. Dann von meinem Vater. Der Bruder ist mit der Uniform vorm Wegfahren, hat er mich aufgehoben und geschützt. Und dann sind die Tränen gekommen und ich war ein Kind mit der 4 Jahren und das ist mir geblieben, den Blick von ihm. Und der ist gefallen auch. Der hat genau gewusst, dass er wahrscheinlich nicht mehr heimkommt im Krieg. Und was können wir tun, dass wir das Ruder irgendwie umreißen können? Dass man das so verhindern kann, dass es, wenn man jetzt das alles da hört,
Was können wir da machen, dass wir mehr so wieder miteinander fördern können? Was ist da wichtig? Können wir da irgendwas machen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Jetzt, Die leben ja alle nicht mehr, die Leute. Die leben ja alle nicht mehr. Sind alle schon, wenn eines lebt, ist es 80, 90 Jahre alt. Wenn eine lebt. ich glaube in der Politik, man kann die Meinung wohl sagen, aber sie muss nicht so aggressiv sein, wie es heute zum Großteil ist. Das Aggressive, das ist nicht schön. Und wenn man schaut im Fernsehen, Russland und Amerika, es ist keine Gemeinschaft mehr. Aber meint, bei der sind sie auch vielleicht gut dabei. Bald 2 Jahre später ist das ganz ein anderer Mensch, das noch möglich ist. Da muss man Angst haben. Es gibt wahrscheinlich Es gibt eine Leute, schwierige Zeit jetzt. es gibt Leute, die solche Leute aufpeitschen können. Schwierig. Muss man. Weil immer mit Macht und Habgier Ja. und Ich sage nur meinen Sohn, bitte ich gar schon je zu keiner Partei und tu euch gescheiter das Wirtschaftliche und das Persönliche und nicht die Partei lasst sein, wo sie ist. Es gibt heute durch die Handys keine Gemeinschaft mehr. Das ist nicht gut. jeder für sich. Ja, Ich. ja, ja, Was ich. ja, ja. Und nicht das Gemeinsame, so wie Ja. früher sie das Ja. gemeinsam alles aufgebaut Ja. haben. Ja. Früher, wenn nichts da war Ja. und man hat nichts gehabt, hat man dem Nachbar vielleicht noch was Ja. gegeben. Ja. Und heute, jeder hat alles und Keine Gemeinschaft. Und das ist nicht einfach. Ja. was ist wichtig im Leben? Ja, Was ist wichtig im Leben? Den korrekten Weg gehen. Ja. Was ist für Sie wichtig im Leben? ja. Frieden überall. Ja. Zusammenarbeit, Frieden. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das ändern können. Das machen ein paar Einzelne, die das Sagen haben, und der Rest muss halt leiden. Ja. Es gibt so viele Leute, die nur auf sich, auf ihre Dinge, Ja. nur sich haben. Was die anderen gehen, nämlich sagen. Ja. So viele Leute gibt es heute. Ja. Welche Botschaft geben Sie den Menschen mit, die was das sie sehen? Welche Botschaft oder welchen Ratschlag? Ja, ja, man soll sich nicht mit die
Ich gehe lieber nicht hin, weil so eine politische Partie ich mag nicht, weil wir immer wieder fangen an zu streiten. Ja. Haben Sie irgendeinen Ratschlag, irgendeine Botschaft generell fürs Leben? Generell? Besser So wie ich das haben will. Ja, man soll, so wie ich leben will, sollen die anderen auch leben. Die goldene Regel. Ja. Was du nicht willst, dass man dir tut, Ja. das füge auch keinem anderen zu. Ja. 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 Haben Sie eigentlich irgendwas Bestimmtes gemacht, dass Sie 100 Jahre geworden sind und jetzt noch täglich den Schnee wegschaufeln vom Haus? Haben Sie da irgendwas Bestimmtes gemacht? Irgendein Geheimrezept? Ja, zuerst einmal das ganze Betrieb nicht geht, dass nicht viel Plätze gemacht wird. Und die haben immer geschaut, bei uns es war ja nicht zu reich. Also ich selber habe mich immer bemüht, jeden Beruf zu machen. Ich habe Maurerei gemacht, ich habe Malerei gemacht, Ja. ich habe Tischlerei gemacht, ich habe Die Morgerei Fenster, gemacht. das hat er alles selber gemacht. Was? Die Fenster hast du gemacht. Ah ja, ja. Ohne Fleiß. Ja. Sie sind beide das Vorbild. Ohne Fleiß kein Preis. Ja. Wenn mich etwas interessiert hat, habe ich gedacht, schau, das könnte ich ja schon selber auch machen. Ja, und habe es probiert. Und manchmal besser. Ich habe immer bei der Nacht, ja, so mach ich, dann ist es besser. Ja. Inwiefern ist der Glaube im Leben wichtig? Ganz wichtig. Wir geben jeden Sonntag, wir haben zwar ganz wichtig. Was ist der Sinn im Leben? Ja, Ja, den korrekten Weg gehen und ja, ja. Was ist für Sie der Sinn im Leben? ja, zuerst einmal anschauen und wie das Obernehmen vielleicht kann und probieren, ob es geht oder nicht geht, was ich schon probieren, das Ganze. Und nicht der blöd plumpsen. Es soll mehr zufrieden sein, weil so gut wie es heute geht, ist es das noch nie gegangen. Ja, ist so wahr. Wenn einer will, kann es ihm gut gehen. Und wenn einer nicht will, dann dann wird er eingesperrt. Ja. Die Gemeinschaft ist Soll Goldes mehr wert. Gemeinschaft sein. ja Goldes Soll wert. mehr. In einem Dorf, weil sie so zusammenhaltend, das ist ein großes, Nicht auf der falschen Seite. ja, die Gemeinschaft ist schön. Ja, Also gemeinsam und zusammenhalten. ja. Ja. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Mein Gott. Es ist voll schwer, wenn es auf den Montag fliegen will und die ganzen anderen Dinge. Ich weiß nicht, wie das gehen wird. Ich muss vielleicht Angst haben. Ich weiß nicht. Wenn ich so die Zeitung liest, furchtbar. Ich wollte den Krieg. Und da haben wieder was Besseres gefunden. Und das, ob sie nicht alles die Welt zugrunde richten mit den vielen Atommik zeigen.
Man denkt dann an die Kinder. Mein Gott. Ja, mein Sohn ist auch schon jetzt über 60. Ich will nicht mehr viel erwischen, aber der Junge von Sohn ist jetzt gerade 20. Mein Gott, nein. Und so gefährlich, wie die Zeit schon ausschaut. Dass jetzt wieder einer wieder rauskommt, den aufgekauft wird. Was machst du? Da, oh, das war was. Mein Gott. Ja, hoffen wir, dass eine gute Zeit bleibt. Auch mit Ja. mehr Leid sind, die was wirklich normal denken. Mein Gott. Es gibt halt so viele Leute, dass man Angst haben muss. Ja. Ja. Hoffen wir auf eine gute Zeit.